Ja, hallo liebe Freunde unseres Kanals. Wir haben heute unseren Day Off, weil hier in Portugal Nationalfeiertag ist. Und wir haben uns entschlossen, ja, wir fahren einfach mal ein bisschen rum und gucken, ob man irgendwo Gebrauchtwagen sieht. Und dann gucken wir uns mal ein paar Gebrauchtwagen an, damit wir ja eine Grundlage haben, um uns womöglich für das Auto zu entscheiden, was uns Maria Florencia angeboten hat. Ja, Ford Fiesta, 16 Jahre alt, top in Schuss, muss ich sagen. Aber 16 Jahre alt, 90.000 Kilometer runter, ja, 3.500 Euro. Das sind Preise, da kann man in Deutschland und in der Schweiz nur mit den Ohren schlackern. Jo. Aber das sind halt die Inselpreise, ne? Das ist ja speziell, alles hier. Alles hier ist speziell. Naja, gucken wir. Wir werden schon irgendwo was finden. Ja, wir müssen uns jetzt natürlich auch nicht verpflichtet fühlen, den Wagen zu kaufen. Von der ehemaligen Besitzerin. Aber mittlerweile denke ich sogar schon drüber nach, den wirklich zu kaufen. Das scheint mir für diese Insel ein Angebot zu sein, ja. 16 Jahre alt, 3.500 Euro. Aber schön sagen. Ja. Ein BMW könnte ich hier auf der Insel für mehr als das Doppelte verkaufen, für das ich ihn vor 5 Jahren gekauft habe. Tja, krass. Aber das bringt halt nichts, Autos hier zu importieren. Ja, die Frau Hahn, die uns hier mit den administrativen Angelegenheiten etwas hilft auf der Insel, hat uns beim letzten Besuch schon gesagt, also ein Auto zu importieren ist hier tierisch kompliziert. So viele Papiere und Steuern und Zoll und ja, da hat man zum Schluss dann doch wieder keinen Gewinn mehr, ne? Und die Bauern hier auf dem Land, ja, die fahren eigentlich alles, so kleine Klitschen, sag ich mal. Neuwagen findet man eigentlich nur in Funchal. Ja, dann fahren wir mit euch einfach mal ein wenig rum hier. Falls ihr denkt, wir machen zu viele Videos, wo wir auf der Insel herumfahren, sagt uns das, teilt euch mit. Ja, wir sind über alle Anregungen dankbar. Ja, dann fahren wir einfach mal an der Küste entlang Richtung Funchal. Mal schauen.
so oft lang, diese Straße. Es hat auch noch einen dort auf der anderen Seite der Brücke, was zum Carlos geht. Okay, ja, fahren wir da eben kurz hin. Also schon Porto Novo. Ja. Auto Quintal Service. Aha, Da, Autogarage. da. Jo. Ja, der ist zu, ne? Ja. Okay. Keine Preise. Doch, da liegen Schilder drin. Da liegen schon Schilder drin. Aber da kommt man nicht dazu. Ja, abgeschlossen. Okay. Dann Ja, fahren wir weiter. mal durch Porto Novo. Ah, wir finden. Wir haben ja auch Zeit, ne? Hier unten ist übrigens auch der TÜV von Santa Cruz. Ja, das blaue Gebäude scheint es zu sein. Aber sonst ist halt Schwerindustrie hier. Ah, so schön warm. Betonwerk. Tja, Schatz, erstaunlich, was wir schon alles geschafft haben in ein paar Tagen. Ja, wir müssen nur noch diese Steigung schaffen. Ja, los, steig aus und schieb. Oh, hinter uns kommt so Beton. Ja, der hat auch. Der hat auch Probleme. Der hat auch ja. Probleme.
Hier hat es Autos, hä? Ich glaube, hier hat es Autos. Aber ja. das sieht ja aus wie eine Ausschlachterei. Was ist das? Schrott? Ja, Einzelteile und so. Ja, hat sicher auch ein paar fahrbare Autos dabei. Ja, Aber ist natürlich auch geschlossen. okay. Vielleicht ist es heute nicht so der ideale Tag. Ja, bestimmt nicht, ne? Aber ja, wir haben halt Zeit. Ne? Mhm. Aber hier könnten wir mal hin. Mhm. Die haben garantiert Zeugs. Vor allem Ersatzteile. Ja, einzeln, aber das brauchen wir ja nicht. Wir brauchen Nee, aber dann ganzes. haben die auch fahrbare Fahrzeuge, hundertprozentig. Gut. Hundertprozentig. Ja. Ja. Da geht's eigentlich nur zur Autobahn. Oh, guck mal, Aroma Brasil, Sai de Baixo ist sogar ausgeschildert hier. Ja. Sushi. Sushi. Wenn die aufhaben, ne? Ja. Aber Restaurants, die werden schon aufhaben. Oder ein bisschen spazieren in Ja. Funch und irgend sowas. Wäre eine Idee. Machen wir uns einfach mal auf den Weg per Landstraße nach Funchal und sobald wir was sehen, halten wir an und gucken. Ja, ein Auto ist schon wichtig. Und wir haben ja noch etwas Geld parat. Einmal könnten wir für Maria Florencia Sushi mit Takeaway mitnehmen, damit wir Das das wär mal was. zeigen können, weil sie hat keine Ahnung, was Sushi ist. Ich habe es versucht zu erklären, aber ich glaube, sie kann sich das nicht vorstellen. Roher Fisch auf kaltem Reis mit Algen. Ja, das müsste jetzt gar nicht so sein, ne? Oder noch nicht? Na, Kamascha. Kamascha geht's da lang. Ja, damit habe ich immer noch leichte Probleme mit den ganzen Ortsnamen, weil die beginnen irgendwie alle mit C. Aber das kommt noch. Ja, hier die Küste zugepflastert mit Eigentumswohnungen. Ja, das sieht man jetzt auf dem Video nicht so gut. Also hier die linke Seite, alles Eigentumswohnungen, Eigentumshäuser und so. Ziemlich viele Deutsche hier. Kann man einen Abstecher machen? Kann nicht. Du sprichst mit mir. Sieht man da schon die Hochhäuser?
Achso, wir so eine Touristika. Ja, da müssen wir doch da lang. Ja. Ja, hier waren wir noch nicht so oft. Ist halt Touristensammelbecken. Ach, hier war es rechts. Hier war es rechts, genau. Und dann über die Straße rüber. Gehen wir da einfach mal gucken. Ja, sind auch Preise dran und so. Gut. Ja, gehen wir mal gucken. Ich kann man da mitmachen. Ja, kann ich, ne? Ja, muss ich die aber ausbauen hier, ne? Ja, damit ihr mal eine Übersicht über die Preise bekommt. Ne? 14 Jahre altes Auto, 242.000 Kilometer, 5.000 Euro. Ne? Ich meine, die sehen alle noch schön aus und so, das ist keine Frage. Ne? Aber ja, hier die Seitenschweller sind schon ziemlich fertig. Und so, ja, das sind ganz andere Preise, die man vom Kontinent halt gewohnt ist. Ja, gemäß den Preisen, die man hier so sieht, hier 5.500 für einen Volvo. Und der ist 17 Jahre alt. Ne, 217.000 Kilometer. Ja. Cabrio, 90.000 Kilometer, angeblich 20 Jahre alt. BMW, 22 Jahre alt. Ja, ich glaube, wir nähern uns so langsam dem Ford Fiesta an, den wir da angeboten bekommen haben, ne? Kannst du noch vergleichen mit diesem Peugeot und die Größe dasselbe. 12 Jahre alt. 12 Jahre alt, dann geht das schon Richtung 8.000 bestimmt. 150.000 Kilometer, 7.500 Euro. 7.500 Euro, ja. Aber mit einem Jahr Garantie. Mhm. Tja. Renault Megane oder was ist das? Ja, Renault Megane, 11 Jahre alt, 110 PS, 150.000. Ja, und der Fiesta, den wir da angeboten bekommen haben, der hat 90.000 runter. Seat, 10 Jahre alt, Nissan, 6 Jahre alt. Ja, das sind alles wohl Autos aus Leihwagengeschäften. So kommt mir das auf jeden Fall vor.
Ja, die Preise. Aber wir brauchen ein Auto. Ja, das sind die Autos hier von diesem Händler. Fahren wir mal zum nächsten, würde ich sagen. Oder? Ja. Ja? Gut, dann versuche ich mal den Hippo zu erreichen. Ja, fahren wir mal aus Canisso raus. Canisso de Baixo. Und ja, wir haben ja ein, zwei Autohändler gesehen. Aber die Preise waren alle jenseits dem, was wir uns leisten können, wollen. Ja, waren auch ein paar Autohändler drunter. Kein Auto unter 12.000. Ja, sowas können wir jetzt noch nicht gebrauchen. Brauchen wir überhaupt nicht. Ja, ja. Ein kleines, so sieht's aus. gutes, wendiges Auto reicht. Das ist so. Priorität hat das Haus und Garten. Aber wenn wir uns dann später wirklich einen Pickup zulegen wollen, da können wir uns dann auf Preise gefasst machen. Ne? Die sind Also, ja auch sehr gefragt. Ja. So Range Rover, teilweise 20 Jahre alt und immer noch über 15.000 Euro. Tja. Vielleicht über Beziehungen ergibt sich dann was. Ja. Ja. So wie mit dem Auto auch. Der Fiesta, ich glaube, das ist noch ein Schnäppchen. So langsam. Ja. Nach dem ersten Schock über den Preis. Wir fahren einfach Landstraße. Ne? Ja. Sind wir schon so lange nicht mehr gefahren hier. Nehmen wir uns die Zeit. Schön entspannt. Heute haben wir Zeit. Ja. Richtung Funchal. Dort vielleicht irgendwas essen. Ein bisschen am Hafen rumlümmeln. Aha, ein Möbelgeschäft. Casa, noch ein Möbelgeschäft, okay. Und ein Tattoo-Studio und ein Barbershop. Oder was ist das? Ja, Empresarial. Jetzt können wir via Rabida nach Funchal, aber das wollen wir nicht. Wir nehmen die Landstraße.
Ja, ich glaube, wir werden uns damit anfreunden müssen, das Auto von Maria Florencia zu kaufen. Das ist gut. Heute noch darüber informieren, wie das mit dem portugiesischen TÜV so läuft. Ab wann man jedes Jahr prüfen muss und so. Ich bin da absolut nicht mit den EU-Richtlinien vertraut. War das nicht so, ab 15 Jahren müssen die Autos jedes Jahr? Keine Ahnung. Aber ich denke, wir können nicht verlangen, dass sie noch den TÜV machen. Also normal läuft es beim Autokauf so. Jedenfalls auf dem Festland, so läuft's. Ja, ich denke, hier ist einfach Handschlag, da hast du den Schlüssel und da ist das Auto. Hab Platz gekauft quasi. Ich meine, der Bruder ist ja gar nicht da, dem das Richtig. Auto gehört. Dann müssten Lino oder Florencia das Auto zum TÜV bringen. Ja. Wir haben ja am Dienstag Termin mit Ursula, die sich mit der Administration auskennt hier. Ja. Und dann fragen wir sie, wie das mit dem TÜV genau läuft. Genau. Und am Dienstag können wir dann auch Bescheid geben, ob wir das Auto kaufen oder nicht. Jo. Und ich denke auch nicht, dass hier ist ja fast jedes Auto ist 15-jährig. Das ist Ich so. glaube nicht, dass sie alle jedes Jahr das Auto in den TÜV bringen. Ja, es gibt noch viel zu lernen hier. Noch viel zu lernen. Ja. Aber keine Probleme, hä? Was mit dem TÜV kann uns vielleicht sonst jemand beantworten. Nous faisons ces choses. Nous parlons français. Ah mais oui, tu sais. Eh oui, Normalement, je ne parle pas bien français. non. Et il ne pleut pas. Et ce n'est pas chaud, froid. Ce n'est pas froid. Ce n'est pas froid. Gestern hat Lino alle 10 Minuten gesagt, es regnet, aber es ist gar nicht kalt. Ja, noch Werbung machen. Dabei haben wir das Haus schon gekauft. Aber Ja. ist okay. Wir behalten es auch, ob es jetzt regnet oder nicht. Aber heute ist bestimmt auch schönes Wetter. Ja, zumindest in Funchal. Ne? Ja, ich glaube da drüben auch im Haus. Vielleicht fahren wir dann ja noch mal rüber. Da hat es doch auch Garagen. Da zum Beispiel. Wollen wir mal gucken? Ja. Sieht auch nach Schrottplatz aus. Ja, schon. Ne? Da hast du größere, dass du so. Ja, sowas würde natürlich auch gehen. So Lieferwagen oder so. Lass uns einfach mal gucken. Einfach mal gucken. Ich mache so lange die Fahrt aus. Bis später. Ja, außer Spesen nichts gewesen. Keine Preise dran und so. Das ist wohl wirklich nur ein Abstellplatz für alle möglichen abgemeldeten Fahrzeuge und ehemaligen Leihfahrzeuge. Und ja. Okay, so geht das, ne? Und weiter geht's. Ja, mal irgendwas zum Mittagessen wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ne? Kann man. Mal so ein bisschen Sushi und so. Mhm. Schöne Verkaufsautos. Ja.
Ja, das Zentrum von Funchal. Ja, jetzt sind wir im Zentrum von Funchal und hier wird wieder viel gebaut, so wie es aussieht. Ja, die müssen ja auch an diesen Flüssen, die an den zentralen Straßen im Zentrum lang gehen, müssen die was tun. Weil die haben bei der großen Überschwemmung versagt. Wann war das? 2012? Ja, gut windig. Ja, mein Vorschlag wäre, wir fahren einfach mal am Sushi-Restaurant vorbei und gucken, ob die überhaupt aufhaben. Ja. Ne? Wie gesagt, es ist Feiertag. Nicht, dass wir denn da bei den Touristen essen müssen. Nee, wow. Und dann so teuer. Und schlecht. Ja. Ah, Santa Maria ist auch im Hafen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall auch mal eine Fahrt mitmachen. Für unseren Kanal. Genau. Das werden hunderte von Videos. Ah, da freue ich mich schon drauf, die alle zu machen. Hier oben drüber ist jetzt das chinesische, der Sushi-Restaurant. Japanisch. China und Japan auseinanderhalten, das ist schon wichtig. Ja. Ja, und jetzt? Tja, keine Ahnung. Ja, hier ist sowieso die Touristenecke, da müssen wir hier wieder weg. Ja, das ist so. Bestmögliche Chance, wenden. Mhm. Ja, wo haben wir sonst noch gegessen? Doch chinesisch. Ja, ich weiß nicht, was dort so läuft. Da nebenan war halt auch noch eine schöne Pizzeria. Hast du Lust auf Chinesisch? Theoretisch schon. Ja. Dann müssen wir zum alten Parkhaus. Ja. Da vorne gibt es nur noch den Guinness Ja, Bar. der Pub. Pub mit Flinten. Ja, und
Sehr, sehr lecker. Ja, aber Feiertag und dazu noch Covid, ne? Viele Restaurants machen natürlich auch gar nicht erst offen, weil es keine Touristen hat im Moment. Tja, ja. Die Hotellerie ist wirklich am Beben. Nicht nur hier auf der Insel, auf der gesamten Welt jetzt. Ne? Feiertag. Da gibt es noch ein kleines Sushi-Restaurant. Ja, hier. Ja. Aber das war nicht billig. Ja. Also, schauen wir, ob der Chinese offen hat. Genau. Können wir in dem kleinen Pub dort ein Guinness trinken. Jam. Also damit könnte ich mich ja sofort anfreunden mit so einem schönen... Willst du jetzt ein Guinness beim Chinesen trinken? Nein, in dem Pub dort. Jetzt haben wir doch vom Chinesen gesprochen. Ja, Essen ist ja auch wichtig, aber so ein Guinness, das würde ich sogar noch weiter vorne priorisieren. So Ach so. spontan. Also kein Chinese. Doch, danach. Also priorisieren, ne? Nummer Ja, 2 jetzt heißt fährst ja du- nicht gelöscht, ne? Jetzt fährst du wieder in Richtung Chinese. Nee, den Pub dort vorne. Ach, den Pub. Den Pub meine ich. Aber nach einem halben Liter Guinness brauche ich dann kein Essen mehr. Dann Ja, kann ich so ein auch Fisch und eiskaltes Chips nehmen beim Guinness, mit Guinness. könnte man auch. Ja. Dann lassen wir den Chinesen sein. Also essen möchte ich da jetzt nicht wirklich da an der Straße. Mhm, aber saufen. Saufen schon. Mhm. Okay. Saufen schon. Ja, ach, den sehen wir ja jetzt gleich ja sogar. Hier. Zup, da. Old City Pub. Der Pub. Obwohl, da kann man auch was essen. Naja. Jetzt müssen wir erstmal diese Kurve nehmen. Kannst du mal dein Guinness bestellen und dir das noch gründlich überlegen? Ja, fahr mir am besten ins Heck. Ja. Du kommst rum. Das
Bom dia. Please press the button. Emitindo beleza. Obrigado. De nada. Thank you. Welcome. Press the button. Komm ich rum? Ja, du kommst rum. Alles bestens. Ja, die Maße von dem Auto sind Ist ja ein nicht kleines so. Auto. Ja, ne? Gut. Mascara. Maskerade. Ja, dann gehen wir mal ein Guinness trinken. Bis später.